Die Wirtschaft. Was ist das eigentlich? Sind das die Produkte, die wir herstellen und konsumieren? Die Unternehmen, die wir gründen oder bei denen wir arbeiten? Das Geld, welches wir verdienen und wieder ausgeben? Die Vermögen, die wir aufbauen und Schulden, die wir machen? Jeder von uns hat wohl eine ungefähre Vorstellung davon, was Wirtschaft ist. Hat einen Film über Bankenrettung gesehen oder ein Buch über die Börse gelesen. Mein Name ist Kolja Barkhorn und für mich war Wirtschaft bisher immer ein Rätsel mit weitaus mehr Fragen als Antworten. Diese Filmreihe versucht, die Grundprinzipien der Wirtschaft verständlich zu erklären. Das Ganze ohne komplizierte Formeln und Statistiken, aber mit vielen Bildern und Ideen. Basic Economics von Thomas Sowell ist ein Buch, durch das ich zum ersten Mal glaube zu verstehen, wie gewisse Dinge in der Wirtschaft zusammenhängen. Dabei habe ich jetzt einen Monat lang die Inhalte dieses Buches regelrecht verschlungen, immer wieder nach neuen Beispielen gesucht, mit eigenen Erfahrungen abgeglichen und mehr Freude daran empfunden, intensiv über die Ökonomie nachzudenken. Ich hatte bisher immer schon mit einzelnen Teilbereichen der Wirtschaft zu tun. Allen voran, weil ich seit 10 Jahren selbstständig arbeite und weil ich seit einem Jahr ein eigenes Unternehmen auch führe. Und natürlich lernt man auch ein bisschen in der Ausbildung zum Thema Wirtschaft, also kleinerer Wirtschaftskreislauf, großer Wirtschaftskreislauf. Aber es hat sich bisher noch nie so ein wirklich schlüssiges Bild für mich ergeben. Ich habe die Idee dahinter noch nie so richtig verstanden. Klar, Geld ist ein Teil der Wirtschaft, ja? Genauso wie Banken, genauso wie Industrie- und Arbeitnehmerrechte ein Teil von Wirtschaft sind. Aber das Grundprinzip der Wirtschaft ist eigentlich ein ganz anderes und hat auch erstmal nichts mit Geld oder so zu tun. Wir fahren jetzt gerade an einen Ort, wo ich denke, ich eine ganz gute Erklärung davon geben kann, was eigentlich Wirtschaft genau ist. Aber ich finde eine andere Frage weitaus interessanter. Und zwar, warum müssen wir eigentlich wirtschaften? Im Garten Eden ist alles, was wir Menschen brauchen und wollen, im Überfluss vorhanden. Energie, Nahrung, alle Produkte, alles, was wir haben wollen, können wir von den Bäumen pflücken. Im Garten Eden bräuchten wir also keine Wirtschaft. In der Welt, auf der wir leben, ergibt aber alles, was wir wollen, alle unsere Bedürfnisse, mehr als das, was schon da ist. Der Ökonom Lionel Robbins definiert Wirtschaft als das Allokieren von knappen Ressourcen, welche alternative Verwendungen haben. Und jetzt ist die spannende Frage, was sind denn diese knappen Ressourcen und was sind genau diese alternativen Verwendungen? Nun, um das herauszufinden, müssen wir leider Garten Eden wieder verlassen und in den harten Alltag zurück. Einer der wichtigsten Ressourcen ist Zeit. Wenn du dringend noch 3 Stunden für eine wichtige Prüfung lernen musst und dann auf einmal bemerkst, dass du nur noch 1 Stunde übrig hast, dann waren die Kosten deines Ausschlafens 2 Stunden verpasste Lernzeit.
Die restliche Stunde kannst du nun auf dem Weg zur Prüfung mit Lernen verbringen oder zum Beispiel 50 Minuten zu Hause büffeln und dir dann schnell noch ein Taxi nehmen. Egal für welche Option du dich entscheidest, deine Ressource Zeit ist knapp und du kannst sie mit unterschiedlichen Dingen verbringen. Eine weitere knappe Ressource ist unsere menschliche Arbeitskraft. Krankenschwestern und Notärzte gibt es nicht in unendlicher Anzahl wie im Garten Eden, wo es nicht mal Unfälle und Krankheiten gäbe. An einer Unfallstelle befinden sich 3 verletzte Menschen. Einer ist schwer verletzt, einer mittelschwer und eine Person nur leicht verletzt. Wenn nur ein Notarzt vor Ort ist, muss er sich entscheiden, wem und in welcher Reihenfolge er hilft. Hilft er dem Schwerverletzten, der vielleicht sowieso nicht überlebt und riskiert dadurch das Leben der Mittelschwerverletzten und des Leichtschwerverletzten? Hilft er dem Leichtverletzten und es sterben 2 andere? Oder hilft er dem Mittelschwerverletzten und kann dadurch vielleicht 2 Menschenleben retten? Da der Notarzt an dieser Stelle alleine ist, muss er mit seinen knappen Ressourcen, Zeit und Arbeitskraft möglichst viele Menschenleben retten. Er muss also wirtschaften. Eine weitere Ressource, die immer zu knapp ist das Wissen und Information. Stell dir doch mal vor, du hättest immer die richtige Information zur exakt richtigen Zeit und exakt dem richtigen Moment. Ein Koch im Kindergarten beispielsweise wüsste exakt, wie viel Hunger jedes einzelne Kind heute hat. Dadurch könnte er für diese Pizza dann genau die richtige Menge an Zutaten, Teig, Tomaten und so weiter zurecht machen und dann genau jedem Kind so viel von dieser Pizza geben, dass es perfekt satt wird und keine Ressourcen danach weggeschmissen werden müssen, sprich die Pizza genau dort landet, wo sie landen soll. Und jetzt kommen wir mal zu einer unserer Lieblingsressource, dem Kapital. Zum Beispiel in Form von Geld, aber auch in Form von Produktivkapital, was auch immer es ist. Stell dir doch mal die Frage, wie häufig du im Alltag eigentlich wirtschaften musst. Und was du mit deinen, sagen wir mal, 1000 Euro knappem Kapital, was du dir ja hart erarbeitet hast, nun tun möchtest. Ob du es zum Beispiel in ein Sparbuch legst oder ob du es vielleicht an der Börse investierst, ganz egal was es ist, du wirst immer versuchen, nach deinem individuellen Bedürfnis das Kapital so einzusetzen, dass der maximale Nutzen für dich dabei entsteht. Und die Kosten deines Investments sind die alternativen Dinge, die du mit diesem Kapital hättest anstellen können. Kennst du das auch, wenn du mal wieder durch die Innenstadt fährst und keinen Parkplatz findest? Voll im Ärger, weil du schon einen Termin verpasst hast, denkst du dir jetzt, warum bauen die nicht endlich mal ein paar neue Parkplätze oder Parkhäuser hier hin? Nun, das könnte man natürlich tun, aber die Grundstücksfläche ist eine knappe Ressource mit alternativen Verwendungen. Und würdest du jetzt nur wegen der Parkplätze auf gute Krankenhäuser in der Innenstadt verzichten? Ich nicht. Und deswegen müssen wir auch hier wirtschaftlich denken und überlegen, welche Gegebenheiten haben wir und zu welchen Kosten können wir sie so einsetzen, dass sie den maximalen Nutzen für uns Menschen stiften. Die letzte Ressource, über die ich mit dir sprechen möchte, ist Milch. Ja, Milch, du hast richtig gehört. Milch ist nicht unendlich verfügbar und hat die unterschiedlichsten Verwendungsmöglichkeiten. Ich kann daraus zum Beispiel Käse herstellen, genauso gut aber Eis oder wie wäre es mit Quark? Der Markt, also wir Menschen, bestimmen darüber, wofür und in welcher Menge wir Milch nutzen möchten. Interessant ist jetzt, dass die Art und Weise, wie wir uns entscheiden, einen Einfluss auf alles andere in der Wirtschaft nimmt. Wenn wir zum Beispiel mehr Käse essen wollen, dann steigt ja die Nachfrage nach Käse und die Preise für Milch würden nur steigen. Steigen aber die Preise für die Milch auf einmal, muss auch der Eisverkäufer bzw. der Eisproduzent erstmal mehr für die Milch zahlen und auch der Quarkproduzent. Da Ressourcen knapp sind und alternative Verwendungen haben, müssen wir so wirtschaften, dass sie den größten Nutzen für den Markt, also für uns Menschen, stiften.
denn sonst werden sie verschwendet. Und das ist Wirtschaft. Wie das jetzt zu tun ist, darüber streiten sich die Menschen schon seit Jahrhunderten, also ob Planwirtschaft, Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Wenn man das einmal verstanden hat, versteht man auch auf einmal, warum es Preise gibt und wie sie sich aus Angebot und Nachfrage zusammensetzen. Warum Profite und Verluste für eine Volkswirtschaft so wichtig sind und welche Funktion eigentlich die Börse hat. Und man lernt auch nach und nach, welche Verhaltensanreize entstehen bei bestimmten Eingriffen in diesen Markt, also in den wechselseitigen Tausch zwischen einzelnen Menschen. Im nächsten Video bauen wir darauf auf und finden heraus, wie die Preise sich aus Angebot und Nachfrage zusammensetzen, welche Funktion sie haben und wie sie zum Wohlergehen von uns Menschen beitragen.